So, erstmal wunderschönen Abend. Ich freue mich ja riesig. 32 Leutchen sind hier und es haben sich noch viel, viel mehr eingetragen. Denn wir haben heute jemanden ganz Speziellen hier. K B Lim habe ich kennengelernt. Ach, es war so wunderbar. Wir waren in Lissabon und als wir in Lissabon waren, waren wir beim Essen. Wir waren nämlich beide auf einen Kongress als Sprecher eingeladen. Und das war ganz witzig. Wir waren dann zusammen in einem Restaurant und K B Lim hat mir ein wunderbares Foto gezeigt, und zwar bei den Meister, bei denen er gelernt hat. Und alle Gruppenmitglieder auf diesem Foto kannte ich. Und habe gesagt, Mensch, das ist ja Meister Japp, das ist ja der, das ist ja der. Die kenne ich ja alle. Und sagte er zu mir, also ich kenne ja gar nicht mal so viele Leute, mit denen ich selbst die Klasse besucht habe, wie du. Das war so witzig. Und dann wusste ich, dass er genau der Experte ist, der nämlich bei den Meister gelernt hat, bei denen auch Großmeister Yap Cheng-hai gelernt hat. Und naja, ich gebe jetzt mal das Wort an K B Lim weiter, denn er ist der tolle Experte mit den I Ging, und das I Ging kann man ganz kompliziert nehmen, aber man kann es auch einfach sehen. Also Caroline, du bist dran, denn die Caroline hat mir heute versichert zum Übersetzen, denn ich möchte mir die Gruppe moderieren und ich freue mich riesig. Tausend Dank an Caroline, dass sie wieder bereit ist, hier den Part zu übernehmen und K B Lim zu übersetzen, damit wirklich jeder in den Genuss kommen kann, dieses Seminar mitzuhören, auch wenn er vielleicht kein Englisch kann. Yes, Peter just introduced our expert of I Ging, K B Lim. She met him a couple of years ago in Lisboa, where they were both invited to speakers on a convention, and there they came in contact. They talked to each other, and so I guess K B Lim, you're gonna tell all the stories. So I don't want to just do it for you. So Peter is very happy that you came here, that you have the time to give the speech, and obviously you're a person who can explain the science of I Ging, and so the other people can understand and probably learn it. So because it's possible to, on one way you can teach I Ging in a very, very difficult way, but you make it clearly understandable, and so this is what we are all looking forward. Ja, vielleicht. Yes. So now it's please, it's up to you. It's your turn. Okay. Please. So hi everyone. Yeah. So as both Pedra and Caroline have introduced me, I'm born in Singapore, grown up in Singapore as well, and as you know, we are more or less educated in the British educational system, so or rather in the Western method. So all of us will look into the science part of almost everything in our daily lives. Okay. K B Lim ist in Singapur geboren, ist dort aufgewachsen und wie ja auch jeder weiß, Singapur ist ja britisch geprägt. Das heißt also, er ist hat eine westliche Schulbildung auch genossen, und aufgrund dessen geht er diese Wissenschaft auf eine westliche Art und Weise an, also eher von der wissenschaftlichen Seite her. Well, maybe just to understand, does anyone here ever maybe I should start. I should start the next slide, which is my question how many of you actually know what is I Ging, the book of change? Just to have a show of hand. Yeah. Wie viele von den Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was sich dahinter verbirgt, hinter dem I Ging, dem Buch der Veränderungen? Er möchte gerne eine Hand zeigen oder irgendwie das, was man sich zeigt oder irgendwie das sagt. Okay. Naja. So
not many though. Some I didn't see the video, so I didn't know. And but you guys can actually put in the raise hand or the sign, yeah, like in the Zoom. Yes. So okay. Yeah, So some people are right in the chat. Yes, I know. mm, Some don't know. I don't know. Kerstin, I'm a beginner. mm, Yeah. okay. Okay. Some cis and cis different. Okay. That's good. So Oh, we can't hear you. Yeah. okay. So in a way, this session now is basically just to give you an idea how what the background of I Ching and the science part of it, so that at least you have a better idea. And also you probably after this preview, you can actually download from the internet a book in German and start to flip on it. Caroline, can you Also translate that? der heutige Abend oder der heutige Vortrag soll dazu dienen in erster Linie, dass man so ein bisschen weiß, was sich hinter dem I Ging, hinter dem Wort I Ging verbirgt oder auch hinter dem Buch der Veränderungen, um dann entweder ja vielleicht auch mehr Interesse dafür zu entwickeln und weitere Kurse zu machen, die er ja auch bald geben wird, oder vielleicht sogar sich dieses Buch auf Deutsch runterzuladen und dann einfach da drin mal zu blättern. Okay. And just also to know, does all of you could understand English, or some of you just only purely need to listen to the German translation? Wie ist es? Können alle Englisch verstehen oder bin ich notwendig? Also ist eine Übersetzung notwendig? Wie machen wir das? Ich denke, am besten in den Chat schreiben. Also das gibt Leute, bitte übersetzen. Ja. I need a translation. Okay. Yeah. Okay. So probably can I assume that half of the participants here need to have the translation? Yes, it looks like so. Okay. Okay. So I have to go a little bit slower so that you can translate. No, it's okay, perfectly okay. Yeah. Okay. And speed up a little if you like. So I'm fast. Okay. So in a way, yeah. So I'll just start a little bit. As the word says here, it's actually one of the literature that ever written in the Chinese history for some 7,000 years ago. So I Ching actually started 7,000 years ago. I Ging gibt es schon seit 7000 Jahren und es ist halt eins der Top-Bücher, das in der chinesischen Geschichte geschrieben wurde. Okay. And okay, the next one. Okay. So now I comes to the traditional milestone of the formation of I Ching. Okay. So it is first said to be created by Fu Xi, this person, in somewhere around 6,800 years ago. Es wurde wahrscheinlich vor 6800 Jahren von einem Meister mit dem Namen Fu Xi erdacht oder erfunden oder gegründet sozusagen. Okay. And well, it's only about 3,000 years ago that it is further commented by the Wen Emperor in Zhou dynasty during his captive. So he was actually captured by the opponent or whatever it is, and during the capture, that with his 7 years in the jail, that he written this commentary of what he think I Ching is about.
Dieses Werk, was Fuji damals gegründet oder zusammengeschrieben hat oder aufgeschrieben hat, wurde dann, also jetzt praktisch vor 3000 Jahren von dem König Wen mit Kommentaren versehen, während seiner 7-jährigen Inhaftierung. Das war während der Zhou-Dynastie. Also er saß im Gefängnis, hatte halt einfach nichts zu tun und hat dann diese I Ging-Sätze kommentiert. Mhm. Okay. So, and about 2,500 years ago, the Confucius further commentary in the book called The Ten Wing. Dann gab es natürlich noch vor 2500 Jahren den Konfuzius, der ja allen bekannt ist. Und der hat dann auch nochmal Kommentare hinzugefügt, die jetzt als 10 Wings, also als 10 Flügel, also 10 Gebote oder die 10 Ergänzungen, kann man das übersetzen, dazugefügt hat. Okay. So, as the name apply, it added wings to the I Ching. Okay. Oh, sorry. Yeah. So, Caroline, you want to translate or I already did. Okay. So, okay. So now I wanted to know what are your, maybe some of you would like to speak, unmute to speak a little bit, just to see what is your understanding of I Ching. Vielleicht möchte jetzt jemand was sagen, einfach damit er oder vielleicht auch sagen, seine Ahnung oder seine Idee von I Ging, damit er das kommentieren kann. Also einfach hemmungslos sagen, oder in den Chat schreiben, ich übersetze das dann gerne, alles kein Problem. I think they are too shy. Okay. So, well, this is normal. Okay. I think Mimi will want to speak. It's a kind of, Petra, welche soll ich jetzt nehmen? Also, weil ich sehe, Oh, es ist eine Art Weissagebuch. It's a kind of oracle or forecast, a book where you can see the oracles or the forecast or divination. Also ist es eine Handhabung? Is it a technique, more a technique? Yeah, okay. It's an oracle we can ask. Yes, this. Leila tell the I Ching can be used as a sign. Yeah. Okay. Und Orakel, es soll in Hexametern geschrieben sein. It actually can be used in many areas. So this, what you have mentioned, is one of them or a few of them. So it's good that I received some response, because normally I don't receive any response. Ihr wart also sehr, sehr tapfer und habt auch was geschrieben. Normalerweise bekommt er keine Antworten. Also jetzt weiß er ein bisschen, worauf er eingehen kann. Okay. Es gibt noch eine Sache, und zwar es geht um den Ausgleich von Yin und Yang. So it's a kind of a method to equalize Yin and Yang. Yeah, that's one of them as well. Okay. So basically, for me, I rule out two possibilities. So one, you have not heard about it, so that's why you are here to find out. Okay. And the other one, maybe you guys are too shy, like what Pedra says. Okay. So I'll go into what I have prepared for all of you. Also normalerweise erhält er ja keine Antworten. Es ist entweder, dass man keine Ahnung davon hat und deshalb hier ist und dass er den Vortrag anhören möchte, oder man ist einfach viel zu schüchtern, aber das trifft ja zum Glück hier nicht zu. Und jetzt wird er ein wenig ein bisschen davon erzählen. Okay. Okay. So there's always some misinterpretation of I Ching. First, of course, a lot of people are mistaking it as part of Taoism.
So as I mentioned just now, it started like 7,000 years ago, but Taoism only formed around 3,000 years ago. So Also es gibt viele Missverständnisse über das I Ging und viele sagen auch, es ist ein Teil vom Taoismus, aber wir haben eben gerade gehört, dass das I Ging wurde vor 7.000 Jahren aufgestellt und der Taoismus ist erst 3.000 Jahre alt, also klappt das nicht. okay. So well, a lot of people find it too complicated. Well, Viele finden es zu kompliziert. mhm. And also you cannot make out anything out of the book in the market. Man kann also nichts damit anfangen, wenn man es nur aus einem Buch lernt. Okay. And then of course, what are those symbols? That the lines, the three lines, the broken line, the gua, the trigram, the hexagram, etc. Und natürlich muss man dann auch für das I Ging die verschiedenen Symbole verstehen, die einzelnen Linien, die durchgezogenen Linien, die unterbrochenen Linien, die Guas, Trigramme und Hexagramme. Mhm. Okay. So the I Ching is really underutilized by the present world. So it's not only about divination, forecasting, or prediction. Also es gibt das I Ching wird meistens auch unterschätzt. Also es ist nicht nur eine Voraussage oder eine Voraussage sozusagen, oder womit man etwas für die Zukunft sich vorstellen kann oder eine Idee von der Zukunft bekommt. Okay. So, and it's not also not limited to throwing or three ancient coins in a turtle's shell. Es besteht nicht nur daraus, dass man 3 alte Münzen in einen Schildkrötenpanzer wirft. Okay. So, well, it is used in the Feng Shui application as well. Es wird natürlich auch beim Feng Shui eingesetzt. And it's part of the Chinese medical theories as well. Es gehört auch in der chinesischen Medizin wird es eingesetzt. And also the very important part is the interpretation of nature behaviors. Und ein ganz wichtiger Teil fällt darauf auf die Beobachtung und auf die Interpretation der Beobachtungen oder der Vorkommnisse in der Natur. In ancient time, I Ching is actually used as a weather forecast. Ganz früher wurde tatsächlich das I Ging als Wettervorhersage genutzt. And it is also used in warfare strategies. Und natürlich auch bei der Kriegsführung. And also give different perspective of a particular happenings. Und I Ching wurde auch genutzt oder wird immer noch genutzt, um für ein bestimmtes Vorkommen die unterschiedlichen Perspektiven darzustellen, die unterschiedlichen Sichtweisen darzustellen. Okay. So decision making and many more. Uns natürlich hilft es einem auch, eine Entscheidung zu treffen und natürlich viele andere Sachen auch noch. Okay. So the basis of I Ching. Okay, I Ching is the direct Chinese pronunciation as the word there, I Ching in Mandarin. Also I Ching wird auch I Ching gesprochen im Mandarin und das ist die Schriftweise, die man da sieht. Yeah, as is written there. Okay, in Chinese phonetics, Hanyu Pinyin, it is written as Y-I-J-I-N-G, I Ching. Also wenn man das phonetisch schreibt, im Chinesischen sieht man das, ist es dann mit Y-I-J-I-N-G, wird so geschrieben. Okay, and in Chinese, it literally means the easy Bible. Also wortwörtlich übersetzt heißt es die einfache Bibel aus dem Chinesischen. Okay, so, and also have a synonyms of change. That's why it is also called the Book of Change. Es ist natürlich auch die Easy oder einfache Bibel ist auch ein Synonym für Veränderungen. Also deshalb heißt es auch häufig das Buch der Veränderungen. Okay, and also in German. Ja, da haben wir das. Okay, and
The next one is, in the changes, we could divide into no change, simple change, and variable changes. Bei den Veränderungen, die kann man einteilen in erstmal gar keine Veränderung, eine leichte Veränderung oder halt eine richtig gravierende Änderung beziehungsweise Veränderungen, die in sich auch eine Veränderung bergen. Okay, so in a way, like certain rules does not change. Es gibt natürlich auch Veränderungen, die keine Veränderung, also es gibt auch Dinge, die keine Veränderungen benötigen. Yes, and the next level, we have some simple changes. All great theories need to be simplified for better understanding. Das für die leichten Veränderungen oder die einfachen Veränderungen ist dann, dass alle großen Theorien müssen vereinfacht werden, dass sie besser verstanden werden. Okay, and variable changes to cater for the complex changes of the universe. That's why we need to slowly digest or interpret what are the changes around us. Und die veränderbaren Veränderungen sozusagen, das ist einfach dass man die Komplexität des Universums versteht und die dadurch nachempfinden kann. Okay. So, bear in mind that I Ching is created before words. Also man soll darauf achten oder man soll einfach beachten, dass I Ging vor den Worten schon entstanden ist, also bevor es Worte gab. So all the books that you read in the markets are only commentaries of various scholars in the past. Das heißt also, alle Bücher, die man lesen kann, die es auf dem Markt gibt, sind lediglich Kommentare von verschiedenen Gelehrten zu diesem Thema, also von verschiedenen Gelehrten in der Vergangenheit. Okay. So reading the book is first to understand some of the ways. Indem man diese Bücher dann liest, versteht man erstmal einige von diesen Sätzen. Okay, ways in this aspect means the theories. Diese Wege, wie ich schon gesagt habe, sind einige Sätze oder beziehungsweise einige dieser Theorien, sprich der Kommentare. Okay, so accumulating your experience, then you begin to understand I Ching and how it could benefit you. Und indem man das immer wieder ausprobiert und die Erfahrungen natürlich sammelt, so fängt man dann an, I Ching zu verstehen und kann auch einen Nutzen daraus ziehen. Okay, it is individual, so each of us will have our own understanding. Es ist sehr individuell, das I Ching. Jeder wird wird sich ein eigenes Bild darauf reimen oder jeder hat dann eine andere Möglichkeit, einen Zugang zu finden. That is one of the reasons why I'm sharing this knowledge, because each of us have our own understanding, and by coming together, when we share, then we will progress or grow faster. Und deshalb möchte er auch sein Wissen hier teilen oder weitergeben, weil denn jeder hat ja auch sein eigenes Verständnis oder seine eigenen Erfahrungen und indem man zusammenkommt und diese Erfahrungen zusammenwirft und auch gegenseitig teilt, kann man weiterkommen und kann man das noch besser verstehen. Okay, so I Ching and psychology. In psychology, we talk about mental state and behavior, rational or irrational. In der also hier haben wir jetzt kommt das I Ching und die Psychologie, wie das zusammenhängt. In der Psychologie spricht man von einem Geisteszustand und einem Verhalten von rational und irrational. And in I Ching, we base on the mental state of an individual to foresee what is going to happen next. Das I Ching, das basiert auf dem geistigen Zustand oder auf dem mentalen Zustand einer Person, mit der man dann vorhersagen kann, was demnächst passiert, was als nächstes geschieht. Okay, so psychology talk about why. Und die Psychologie fragt immer nach dem Warum. But it doesn't give you any solutions.
Und die gibt halt, also die fragt nach dem Warum, gibt aber keine Lösung. So I Ching speak about the possible outcomes. So it gives you the possible solution and what are the ways that you can go about it. Und das I Ging aber gibt einem dann die mögliche Lösung oder das mögliche Ergebnis und die möglichen Wege oder zeigt einem mögliche Wege auf. Okay. So some of the jargon of I Ching that we need to learn. Dann gibt es natürlich auch die Fachsprache oder die So Sprache. as the name imply is the easy Bible. Zum einen erstmal natürlich die einfache Bibel, weil die es einem sehr, sehr viel vorgibt. So you just need to know the technical jargon of I Ching and you will find it easy. Man muss sich einfach mit dem technischen Vokabular vom I Ging auskennen und dann findet man es einfach. Yes. And well, but easy doesn't mean that it's going to be simple, huh? Einfach heißt natürlich nicht, dass es banal ist oder dass es zu einfach ist oder so, ja. Okay. So I've read close to 100 books on I Ching since I know about this book when I was 16 until now. Ja, seitdem er 16 war, hat er sich da mit dem I Ging beschäftigt und seitdem hat er fast 100 Bücher dazu gelesen. Yeah, sidetrack a little bit because actually I know about I Ching during my Chinese literature class when I was 16. Er kennt I Ging, hat er kennengelernt, als er 16 war, im Literaturunterricht. Yeah, and when the teacher told us in the class that, oh, this is the first book that the ancient Chinese have written, and if any of you understand this book, you will conquer the world. Er hat dann also, der Lehrer hat dann gesagt, oh, das I Ching-Buch, das ist das erste Buch, das die alten Chinesen damals geschrieben haben. Und wenn derjenige, der das versteht und das gelesen hat, der kann die Welt beherrschen oder kann die Welt besitzen. Yeah, so that's why I've been reading it. And well, when you start reading, then you know, as a Chinese, they always like to keep a small portion or keeping here and there. So I start buying books and start reading, but well, I don't understand any of them. Also das war dann natürlich für ihn ein Ansporn, das zu lesen. Und er hat ganz, ganz viele Bücher gekauft und hat die ganz alle gelesen. Er hat aber immer noch nicht hundertprozentig das nach oder hinter oder ist dann noch nicht ganz dahinter gekommen, was gemeint wird, weil die Chinesen immer so ein bisschen oder diejenigen, die es geschrieben haben, immer noch so ein bisschen was in der Hinterhalt gehalten haben und nicht alles preisgegeben ist. Also er ist immer noch dabei, das zu erforschen. Yeah. So I start to buy some English version, which I hope that I could see something, but still the same. Also er hat dann auch natürlich erstmal dann die chinesischen Versionen gekauft und das gelesen und jetzt ist er dabei, die auch englische Übersetzung sich anzuschauen, aber er hat es immer noch nicht in dem vollen Umfang durchdrungen. I believe some of you here would have also tried to read the book, but I believe you guys say, well, he's just talking something which I don't understand. Und er geht davon aus, dass natürlich auch einige von den Zuhörern sich schon daran versucht haben und auch noch nicht alles verstanden haben. Okay, so none of them really makes me a concrete understanding of I Ching. Wie gesagt, keiner hat ihm jetzt also das volle Verständnis dafür geben können. Yeah, only in 2006 that I learned after a master from China, like what you have done now, that I realized the full meaning of I Ching. That's where I sit down with Grandmaster Yap Ching Hai to understudy from the master from China. Er hat also das alles gelesen, gelernt und durchgearbeitet, aber nicht in der Gänze durchdringen können, bis er dann 2006 einen Kurs gefunden hat oder einen Meister gefunden hat, der direkt von China kam
Und da hat er dann verstanden, worum es geht. Und in diesem Kurs saß er dann gemeinsam mit dem Großmeister Yap Cheng Hai auf an der Schulbank und hat es gelernt. Okay. So just to share a bit of my learning path of I Ching. Das war jetzt, wie er zu I Ging gekommen ist. Yeah, to me, the knowledge of I Ching is acquired and can be learned. Seiner Meinung nach, jetzt natürlich, nachdem er das gelernt hat, kann man das I Ching lernen und das ganze Wissen verstehen. Okay, well, I've taken the long way. Er ist natürlich für ihn hat sehr, sehr lange gedauert. Yeah, that's why I'm here to help all of you who wants to learn to have a shorter learning curve. Er will denjenigen, die das lernen möchten oder den Zuhörern, das natürlich in einer viel kürzeren Zeit nahebringen. Okay, so instead of going through the books in the market without any guidance is disastrous. Es ist natürlich dann sehr deprimierend und auch entmutigend, wenn man diese ganzen Bücher dann immer liest und trotz allem nicht weiterkommt. Yeah. So I've adjusted some method for better, easy usage and also memorize of the rules and jargon. Er hat jetzt das, was er in den ganzen Jahren gelesen hat, so runtergebrochen, dass man es leicht lernen kann, leicht auswendig lernen kann und leicht verständlich hat er es aufbereitet, sodass man es auch gut anwenden kann. Okay, so to me, it's a matter of time that one will benefit from this knowledge. Und seiner Meinung nach kann man einfach im Laufe der Zeit, kann man von diesem Wissen sehr, sehr viel profitieren. Okay, so to describe I Ching in one sentence, I will put it this way. It is an understanding of how the ways of our universe work. In einem Satz kann man I Ching so beschreiben, es ist ein tieferes Verständnis davon, wie die Dinge im Universum vor sich gehen. Okay, so sidetrack a little bit. So anyone knows what is biomimicry? Weiß irgendjemand, was Biomimicry ist? Ich weiß es auch nicht. No? Anybody? No? No? Okay. So it's actually just an imitation of nature for the use in technology. Es ist mit Biomimicry, imitiert man die Natur also im Sinne der Technik. Yeah, just like airplane, I think we take the how should I say, the inspiration or whatever from the birds, okay, and the parachute and the Velcro, etc. Like the Lotus Effect. Yeah. Und das also wie man, also hier für den Flugzeuge, wie man dann die Vögel imitiert, beim Fallschirm und also wie man wie man natürliche Ereignisse oder Techniken der Natur, die ummünzt und dann in eine richtige Technik für uns, für den Menschen nutzbar macht. Well, the purpose of this sidetrack is to let you know that we have a lot to learn from the nature. Das ist alles, sagt er jetzt, also daran erkennt man oder sieht man, dass man einfach sehr, sehr viel von der Natur lernen kann. Okay, so yeah, that's what I mean. There's a lot that we could learn from the nature. Okay, then, okay, the importance of acquiring the knowledge of I Ching. Okay. Warum ist es jetzt so wichtig, das I Ging zu lernen? Yeah. So now we will start to go a little bit in depth. So benefit of learning of I Ching. How much will it cost when you make a wrong decision? Have you all ever thought about it? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie viel eine falsche Entscheidung kostet? Yeah. And a few euros, 10 euros, 100 euros, or even thousands. Habt ihr das schon mal in Geld umgerechnet, also in Euros? Okay. But it can be peanuts in some case, but some will cost all the money that you have saved during your life.
Es kann auf der einen Seite kann es ganz unwichtig sein oder ganz wenig, aber bei einigen kann es natürlich auch das ganze Vermögen kosten. Yeah. So, and also, how many of 5 years, 10 years, 15 years that each of us have in this life? Oder natürlich auch, man kann es natürlich auch in Zeit rechnen, also einmal in Geld und auch in Zeit. Okay. So imagine you have a logical skill which could provide you with some perspective, and decision making could be more objective and structured. Wenn man jetzt sich überlegt, es gäbe eine Möglichkeit, mit der man Entscheidungen besser treffen könnte oder sich in die Zukunft schauen, und das alles ein wenig strukturierter und objektiver die Entscheidungen treffen könnte. Okay. So, and also to be a better person with understanding and logical mindset. Mit dem I Ging kann man auch ein besserer Mensch werden oder sich verbessern, indem man ein besseres Verständnis hat und auch ein logischeres Denken entwickeln kann. Okay. So with time, your skill will become so natural that you will be able to see what's coming your way and realize what you need to do to face it. Im Laufe der Zeit, wenn man immer mit dem I Ging arbeitet, wird es für einen ganz normal, dass man einfach sehen kann oder schon weiß, was auf einen zukommt und dann auch weiß, was man zu tun hat, wenn es dann soweit ist. Okay. So have you all spared thoughts of what you have been taught in school and how much have they cost you? Und habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, was man in der Schule gelernt hat und was das einen gekostet hat? Okay. So, well, this could be a life career for some. Also kann man daraus dann den Schluss ziehen, das kann natürlich auch also eine Karriere, eine neue Karriere für einige sein. Okay. So, well, I normally tell a story of a lumberjack, which there's two lumberjack. Maybe Karan, you want to speak as I stop, then you translate. Otherwise, the story become too long. Okay, also jetzt erzählt er eine Geschichte von zwei Menschen. Okay, so one will keep on doing the work to cut the trees, and another one will cut but take times to take a rest and at the same time sharpen the saw. Und also es geht jetzt also von zwei Holzfällern. Der eine macht fällt ständig Bäume und der andere schärft seine Axt. Okay, so who do you think will cut more trees? The one that continue to cut all the time, or the ones who take a rest and sharpen the saw? Welcher, denkt ihr, wird mehr Bäume fällen können? Derjenige, der ständig jetzt Bäume umhaut, oder derjenige, der jetzt erstmal sich in Ruhe daran macht, sein Beil zu schärfen? Well, I'll just give you the answer. In the class, it's easy. Now with Zoom, I cannot see what answer you all will be giving me. Most of them say probably this the one who's sharpening his axe. Yeah, okay. So what does that mean? It means that we have to take regular breaks, relax ourselves, and also to sharpen our skill. Das heißt dann wieder im Umkehrschritt, das ist richtig so, meint er. Wie gesagt, also in der Ruhe liegt die Kraft, sagt gerade jemand. Genau das ist es. Man sollte von ab und an eine Ruhepause einlegen und die Techniken, das Werkzeug zu schärfen. Okay, so there will be various stages of I Ging. First, the introduction. So understand the evolution and the meaning behind each symbols, knowing the various ways of using I Ging in the practical ways. Das gibt das Lernen von I Ging, fängt damit an, dass man erstmal die Evolution, also die Entwicklung vom I Ging kennenlernt und
die Bedeutung der einzelnen Symbole lernt und natürlich dann und dann daraufhin dann die verschiedenen Möglichkeiten kennenlernen, wie man das I Ging einsetzen kann. Okay. And then, of course, then you come to the basic. You understand the 8 trigram and the 64 hexagram and able to do simple prediction for decision making. Dann kommt man dazu, dass man die 8 Trigramme und die 64 Hexagramme richtig versteht und dann in der Lage ist, leichte oder einfache Vorhersagen zu treffen für bestimmte Entscheidungen. Okay. And the intermediate stage, the more reading and understanding of various commentary by the ancient scholars. Dann ein fortgeschrittenes Stadium ist dann schon, wenn man noch mehr Entscheidungen oder mehr Vorhersagen machen kann und auch sich weiter damit beschäftigt, was die unterschiedlichen Kommentare der Wissenschaftler sich anschauen kann und auch anschauen kann, durchlesen kann, nachvollziehen kann. Okay. And in the advance, you evolve into flexible and complex usage of I Ching on almost everything and everywhere and everything in life. Und richtig gut fortgeschritten ist man dann, wenn man das I Ging flexibel einsetzen kann und auch bei komplexeren Entscheidungen mit einbeziehen kann. But of course, we should not get too much into it. Like one of my past students asked me that, oh, Mr. Lim, so every morning you will cast a prediction of I Ching. Und man sollte das nicht zu sehr zu Herzen nehmen oder zu sehr sich darauf verlassen, weil einer seiner Schüler hat ihn dann gefragt, oh, Mr. Lim, wenn ich jeden Morgen ein I Ging werfe. Yeah. So for me, I would say we still have to go on with our daily lives. We only rely on I Ching when we need to really make a decision when we are in a crossroad. Also seiner Meinung nach sollte man das halt nicht tun, nicht jeden Morgen ein I Ging werfen, sondern man soll einfach sein Leben so leben, wie man das lebt und einfach weitergeht. Und wenn es dann zu einer Entscheidung kommt, und dann kann man das flexibel einsetzen. Okay. So there's some prerequisite knowledge, which I believe the interrelationship between 5 elements, the relationship of yin and yang, is very important. Man sollte bestimmte Sachen einfach auch kennen oder wissen, wenn man das I Ging lernt. Das Yin und Yang sollte man kennen und natürlich die einzelnen Beziehungen zwischen den 5 Elementen, die sollten einem bekannt sein. Yeah, I will not go into details, but just to let you guys know about this. Er möchte jetzt da nicht weiter ins Detail eingehen, aber einfach nur, dass einem klar wird, das sollte man können. Yeah. And for yin and yang, it looks simple, but it's a lot more than just only yin and yang. Und das Yin und Yang sieht einfach aus, aber da ist ganz, ganz viel mehr dahinter. Okay. So, as we know, the formation of yin and yang, first from nothing, and then we have the Tai Chi, and then the yin and yang, then we have the Tai Yang Sao Yin, Sao Yang Sao Yin, and then by the 8 trigram. Also hier ist dann der Werdegang oder wie das I Ging entstanden ist. Erst gab es das dann halt gab es gar nichts. Dann entstand das Tai Chi und dann sieht man ja weiter, dann ist das Yin daraus, hat sich das Yin und Yang daraus entwickelt und immer weiter nach unten sieht man dann, wie sich immer mehr Einzelheiten daraus entwickelt haben. And then we have the 64 hexagram, and then it becomes the all happenings in the universe. Und daraus haben sich dann auch die 64 Hexagramme entwickelt und dann im Endeffekt kann man alles, was im Universum geschieht, kann man damit beschreiben. Yeah. How come it can represent all happenings in the universe? I'll show you in a mathematical way later.
Er zeigt uns dann also mathematisch gesehen oder auf mathematische Art und Weise, wie man alles im Universum darstellen kann. Okay. So that's how I'm going to do. Have you all come across this before? That I Ching can be represented mathematically? Ist bekannt, dass man das I Ging auch mathematisch darstellen kann? Any answer? Or, Mm-mm. because I couldn't see anything. Nope. No, 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 nothing? no. Okay. In chat, no. So I say no. So I Okay. said didn't know. So we first started off with nothing, and yin and yang, so it's two. So when you have starting from 0, it is equals to 1, as we all know, isn't it? So this is equal to Tai Chi. Also es hat mit 0 begonnen und das war dann 1 und das ist das Tai Chi. Okay, and then 2 to the power of 1 is 2. That's why we have the yin and yang. 2 hoch 1 ist 2 und da sieht man, das ist das Yin und Yang. And then 2 to the power of 2, we have 4, which is equal to the 4 sign. Und 2 hoch 2 ist 4 und da sieht man, das weiß man ja, es gibt 4 Zeichen. Okay, let me go back a little bit. As you can see here. So this is the 4 sign. You can see my cursor moving. This is the 4 sign. And then this is the 8 trigram. Da hat man die Tai-Yang und Shao-Yin, Shao-Yang und Tai-Yin. Das sind dann die 4, die er meinte. Und danach kommen die 8 Guas. Okay. So then you have the 4 sign and then followed by the trigram. When you have the 2 to the power of 3, you have 8 possibility. That's why you have the trigram. Die Trigramme, die lassen sich mathematisch so darstellen, dass 2 hoch 3 ist 8. And well, when you put the 2 to the power 3 together, you have the 2 to the power 6, then you have 64. That's how we come out with the 64 hexagram. Die 64 Hexagramme entstehen dann so, dass man die 2 hoch 3 addiert, das ergibt dann 2 hoch 6 und somit hat man die dann. Okay, so of course, when you have 2 to the power infinity, you have a lot of examples of permutation, we call it. Und alles im Universum lässt sich mathematisch durch 2 hoch unendlich darstellen. Okay, so and I Ching actually also supports the Big Bang theory. Und I Ging rührt eigentlich auch von der Big Bang, von der Theorie des großen Knalles her. Yeah, as I mentioned just now, the Tai Chi comes from nothing initially. Er hat ja schon gesagt, dass das Tai Chi aus dem Nichts entstanden ist. And similar like the Big Bang, it just says that the universe just happened in one Big Bang. Und genauso ist das ja wie der Urknall. Das Universum ist entstanden durch ein einzigartiges Ereignis, den Urknall. Die Big Bang Theory ist das Gleiche. Yes. So it's like from empty and we have one universe. Also es war erstmal gar nichts oder leer und dann plötzlich war das Universum da. Okay. So, does anyone know where is this? Seychelles? Just a game. Has been too boring about I Ching, you know. I have to spice you all up a little bit. Weiß einer etwas, was das da... Anybody know where it is? This is the Mariana. Okay. Malediven, Bahamas, Bermuda, Malediven. Yeah, it's somewhere there. And it's actually the Great Blue Hole.
Blue deep hole, Yeah. Daniela, notice it. It's at the coast of Belize. Okay. And it's so deep inside. So the purpose of me showing you this is that what we don't know doesn't mean that it's not existing. Also das war ein ganz tiefes blaues Loch oder ein blaues Loch nannte man das. Das muss wohl irre tief sein. Und er hat dann auch so ein kleines Bildchen gezeigt, auf dem man die Menschen erkennen konnte. Und da konnte man die Proportionen sehen. Und damit wollte er wohl darstellen, dass man sagt, was wir nicht kennen, das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Yeah. Just like, well, we have heard about paranormal situation, or what we normally call the ghosts, or the maybe the heaven. Und er meint jetzt damit, dass ja, es gibt Dinge, von denen man die nicht sieht oder von denen man nicht weiß, dass es das gibt, aber das heißt nicht, dass es nicht doch gibt, wie zum Beispiel der Himmel oder Geister. So can we say there's no ghosts? Kann man sagen, es gibt keine Geister? Well, I cannot say no, and I cannot say yes. Man kann nicht mit Sicherheit sagen ja oder nein. Because our science cannot prove it yet. Weil die Wissenschaft hat das bisher noch nicht beweisen können. So we wait for one day when the science can prove it. Eines Tages kann das die Wissenschaft bestimmt zeigen. Okay. So the learning, well, okay. So I'm here to make an ordinary people to be extraordinary. Er ist dafür da, er will jetzt normale Menschen zu besonderen Menschen machen. Okay. But of course, it's not for everyone. Das ist aber nicht für jeden. In ancient China, it's only the elites are allowed to acquire the knowledge of I Ging. Im alten China war es so, dass nur die Elite die Möglichkeit oder dass nur der Elite erlaubt war, I Ging zu lernen. So to me, it's a matter of time that one will benefit after learning this knowledge. Und für seiner Meinung nach ist es einfach nur eine Sache von Zeit, dass man das I Ging lernt und davon auch profitieren kann. Okay. So even Confucius once said that I Ging is just for fortune telling, which he looked down upon when he was younger. Konfuzius hat auch schon gesagt, dass I Ging eigentlich nur für die Vorhersage oder für die Zukunftsvorhersage sein soll. Und er hat auch, als er jünger war, hat er darauf herabgeschaut, hat also verächtlich auch kommentiert. Okay. And then he realized the power of I Ging and start learning at the age of 70. Und er musste erst 70 Jahre alt werden, um zu verstehen, was alles hinter dem I Ging steckt, und hat dann angefangen, es zu lernen. And he have regretted for not learning it earlier. Und er hat sehr bedauert, dass er nicht früher sich damit beschäftigt hat. And for some of you who have a chance now to learn it earlier than him. Und also alle von euch haben jetzt die Möglichkeit, es viel früher als er zu lernen. Yeah. Actually, there's a sentence by Confucius that he mentioned that if given him a few more years upon knowing I Ging earlier, he would not have made so much mistake in his life. Man sagt, Konfuzius hat gesagt, dass wenn man ihm ein paar Jahre mehr gegeben hätte und er I Ging früher gelernt hätte, hätte er nicht so viele Fehler im Leben begangen. Well, by then you have to learn more Chinese to understand what he's trying to say. Und dafür müsste man ein bisschen mehr Chinesisch lernen, und dann kann man verstehen, was er damit meinte.
Okay. So, well, take this opportunity and okay. I Ging is the classification of all matter on Earth into 64 hexagram. We can also classify it like that. Mit dem I Ging kann man alles, was auf der Erde geschieht, in 64 Hexagramme umwandeln. And have you heard about the 80-20 rules? Es gibt eine 80-20-Regel. Kennt die jemand? Jupp. Anybody give some sign that Pedra can see? Yes, Sonia and Leila and Daniela Okay. say yes, they Yeah. know it. Yeah, it's a very famous rules, in fact. So in the whole world, In 20 of time, you can reach 80% of your goals. precisely. So have you ever thought that 80% of 80, what is the number? Was ist 80% von 80? Wie viel ist das? You just make 80%, 80 times 80%. So what's the number you get? Was kommt raus, wenn man 80% von 80 ist? 64. 64, Gabi 64, Leila 64, Yeah. Nikki 64, Hexagram, Dorina 64. So that's why I Ching can only interpret 80% of the time, not 100%. So we have to bear this in mind. Und deshalb ist es auch so, dass die 64 Hexagramm können nur 80% darstellen. Das sollte man wissen. Okay. So now you know why we have 64 hexagram, huh? Deshalb 64 Hexagramme. Okay. So another thing. So in I Ching, we use the sky, earth, water, fire, thunder, wind, mountain, and lake, the 8 base elements to categorize all matter on earth. Das I Ching arbeitet mit dem Himmel, der Erde, Wasser, Feuer, Donner, Wind, Berg und See. Das sind die 8 Trigramme oder die 8 Grundelemente, mit denen man alles auf der Erde darstellen kann. So all changes can be represented by 4 Chinese words, well, which in Chinese I have to give you in case some of you understand Chinese. It actually means opposing, combine, duplicate, or mix, and symbolize using 64 hexagram. Remember, it's symbolic. It should not be explained only in words. Also alle Veränderungen können durch die 4 chinesischen Worte dargestellt werden, die Schriftzeichen hat er da aufgezeichnet. Die bedeuten einmal, dass man sich gegen etwas stellt, dass man etwas kombiniert, es dupliziert, also kopiert praktisch und mixt. Und alles das kann man mit den 64 Hexagrammen darstellen. Und das ist aber alles symbolisch gemeint. Okay. This one can be a bit complicated for most of you, I believe. Das wird wahrscheinlich für die meisten recht schwierig sein zu verstehen oder nachzuvollziehen. But this is for someone who have known a bit of I Ching, so that they know that they still do not know something. Das ist für diejenigen, die so ein bisschen was von I Ching schon wissen, und damit wissen sie dann, dass sie eigentlich nichts wissen. Okay, so I Ching can be used for prediction, but not created for only prediction. I Ching kann man für die Vorhersagen nutzen, aber wurde nicht nur dafür aufgestellt. Okay, so one of the main purpose of learning I Ching is to adjust our perspective and not decided by the prediction. Der Hauptgrund, dass man I Ching lernt, ist, dass man sich an die Zukunft anpasst oder dass man sich an die Zukunft anpasst und danach lebt
und nicht, dass man Vorhersagen trifft. Okay. So, in the wisdom of I Ging, it is the ability to manage the change of the future. Das I Ging lehrt einen, dass man mit den Veränderungen der Zukunft leben kann, dass man die handhaben, dass man mit denen gut umgehen kann. Okay. So, from uncertainties, also von Unsicherheiten zu yeah, Sicherheit. towards certainty. Yeah. Mhm. So because initially we are always, when we consult I Ching, it's always we are not sure or we are confused. So we want to move towards a certainty. Man fragt das I Ching, wenn man sich nicht sicher ist, wenn man unsicher ist. Also man durch das I Ching kommt man von einer Unsicherheit zu einer Sicherheit. Okay. So using prediction and crisis management, you will be able to move to a more certainty area. Und mit dem I Ching macht man ja einmal, macht man also ein Krisenmanagement über eine Voraussage. Okay. So when normally we always want to have a cautious start to have a good ending. Wenn wir also etwas ganz vorsichtig beginnen, umsichtig beginnen, möchten wir natürlich auch, dass es zu einem guten Ende kommt. As the illustration, we start with a cautious start, using the prediction of future and derive the possible outcome so that we can end up with a good ending. Man fängt also etwas an und ist da sehr vorsichtig. Dann nutzt man das I Ching, um die Zukunft vorherzusagen, und erhält dann eine mögliche Lösung oder einen möglichen Verlauf. Und so kann man das zu einem guten Ende führen. Okay. So the prediction outcome is not important. The main thing is to know and how to react in order to strike a balance. Die Vorhersage und was die Vorhersage einem sagt, ist nicht das Wichtige. Das Wichtigste ist davon, um einfach das zu erkennen und daraus eine umsichtige Entscheidung zu treffen oder umsichtig zu handeln, um ein Gleichgewicht herzustellen. And then if only concentrate on the outcome of prediction, then it is passive and depressing. Wenn man sich dann wirklich nur auf das Ergebnis einer Vorhersage konzentriert, ist es passiv, man macht nichts und auch deprimierend irgendwo. Imagine you are hoping for something and your prediction says it's very bad. Then it becomes depressing, no? Wenn man also jetzt sich irgendwas ganz Tolles vorstellt und hofft, dass es so kommt und dann sagt das I Ching, es wird aber nicht so, und dann ist man halt traurig und deprimiert. So we always have to look at the positive side. Man muss es immer dann auch positiv dann sehen. Man kann sich dann damit arrangieren. Okay. So with the use of focus, decision could be made more objectively. Indem man diese Art der Vorhersage nutzt, können die Entscheidungen auch objektiver ausfallen. And then given any circumstances, I Ching gives you at least 6 perspectives. Und je nach Umstände kann das I Ching einem mindestens 6 Möglichkeiten aufzeigen. So in consideration for relevant possible solutions. Und auch die relevanten Möglichkeiten erörtern. And then it's not only provide you with a solution, but also gives you the present situation, the present condition, and what would be the process of getting things done, and finally the end result that it may turn out. Es zeigt einem nicht nur die Lösung auf,
Aber es macht einem auch den aktuellen Zustand klar und was passieren würde, um die Dinge zu erreichen und um dann schließlich das Resultat zu erreichen oder schließlich zu einem Endresultat zu kommen und wie das aussieht. So from there, you will give you a better choice of working your strategies for the solution. Und das, wenn man das alles gemacht hat, hat man einen besseren Start, um die Strategien auszuarbeiten, mit denen man die Lösung erreichen kann. Okay, so this is the position of the trigram against the directions. Und hier hat man die Trigramme aufgezeichnet, entsprechend der unterschiedlichen Himmelsrichtungen. So this can be used in a Feng Shui application as well. Das kann man auch nutzen, wenn man das fürs Feng Shui anwendet. Okay, and also this is just to a show of what is represented in I Ging. Und mit dieser Tabelle zeigt man auch, was das I Ging, was alles zusammenhängt. Example for like number 1, you have the Qian Gua, which is the meaning can be the creative force. It can also the image in the nature as a sky. The direction is northwest, and in family is the father, and the body part is a head, and the attribute is strong, and the stage is creative. So these are the things that what I Ching is using. And for animal, it is horse. Just by one Qian Gua, you can have all of this. Und das Chen Gua, das steht für, also erstmal Chen ist das ist der Name und das ist das Trigramm mit den 3 durchgezogenen Strichen. Das steht einfach für die kreative Kraft, für den Himmel, für den Himmel, für den Nordwesten, das ist die Himmelsrichtung. Innerhalb der Familie stellt es den Vater dar. Vom Körper ist es der Kopf. Das Adjektiv ist stark oder das Attribut ist stark und man ist dann auch kreativ, ist das kreative Etwas, stellt es auch dar und als Tier steht es für das Pferd. Okay, so these are the tables. Of course, when we have to, these are only a guideline, and after as you practice, you will need to classify everything into all the 8, then you are able to do the prediction. Und das ist jetzt also erstmal so eine Tabelle, die das erstmal so also grob darstellt, und je mehr man damit arbeitet, desto leichter kann man damit umgehen und kann auch die einzelnen Dinge besser zuordnen. Okay, so some notes on I Ching. So if you don't learn, definitely you won't know. Also wenn man das I Ching nicht lernt, dann kann man es nicht können. Yeah. And after you learn, it also doesn't mean that you definitely know. Aber wenn man es lernt, heißt es auch nicht, dass man es unbedingt gut kann oder kann. So, but if you master it, it will benefit you for the rest of your life. Aber wenn man es dann endlich beherrscht, dann kann man im Rest seines Lebens davon profitieren. So, what he's trying to say is everybody should at least try to understand and learn. Who knows? You get to know it and you get enlightened by it, and a lot of things will be easy for you. Und er will damit sagen, dass es auch wirklich wichtig ist, das zu lernen, dass man versuchen soll, das zu lernen. Denn wer weiß, also wenn man es dann einsetzt, kann man eine gute Entscheidung treffen oder kann man die Entscheidungen gut angehen, sagen wir es mal so. Okay, now let's play a game. Everybody probably a little bit tired already. So let's listen carefully
what I'm going to give you. I will probably play 5 times just to let you all understand. Hope some of you will be able to catch what he's trying to say. Okay? Also er spielt jetzt etwas vor, einige Male, und man soll genau zuhören, und dann hofft er, dass einige verstehen, was er sagen möchte. Okay, so let's start the first time. Huh? So, can anybody understand what he's trying to say? Hat jemand schon verstanden, was das war oder was da gesagt wurde? No. 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 Of course, no. Even I play 10 times, I don't think anybody will be able to understand. But later I'll show you. This is the second time. So I'll play another time. Third time. Okay. Fourth time. So one more time, last time. Okay. Can anybody make out anything? Somebody. Ready, steady, go. Sounds like a dog, says Daniela. And Nikki says still nothing. Well, a voice. That is the purpose, No. to make it not so clear so that you all cannot make out what it is. But if I were to show that the sound is saying, I think Predex is really a terrible idea. That's what the sound is trying to say. Okay? Das war eben das Ziel der ganzen Übung, dass man keiner so richtig weiß, was es heißen soll, und dass man da eine Vorhersage oder etwas einfach so annimmt, was es heißen kann. Okay, now all of us listen again. Just once, you will be able to understand what it says. No? Everybody can understand now? So the purpose of this game is to illustrate that our brain need to be prompt or shown the direction or condition before we could recognize the message. Und das hat er also vorher auch schon gesagt. Also mit diesem Spiel oder mit dieser Übung sollte gezeigt werden, dass unser Hirn schon ausgerichtet werden muss, dass man irgendetwas versteht. Also man muss eine Ahnung haben, was es sein kann, worum es geht. Okay. Well, the basic rule of forecasting. So don't make a forecast if it's not sincere. This always we have to respect. This is an oracle to me. Es gibt bestimmte Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man eine Vorhersage trifft. Also man sollte das nur nicht machen, wenn man das nicht ernst meint. And then if it's not ethical, don't forecast. Und wenn es nicht ethisch ist, also wenn es unethisch ist, sollte man auf keinen Fall eine Vorhersage machen. What does that mean? Meaning that after you learn and you say, hey, why don't I forecast a good time to rob the bank? Also man sollte es halt nicht dafür nutzen, wenn man sagt, wann ist jetzt eine gute Zeit, die Bank auszurauben. Also das sind Dinge, die tut man einfach nicht. Unmoralisch. So that's not ethical at all. So if you are sure, don't forecast. Und wenn man sich über eine Sache total klar ist, dann sollte man das auch nicht machen, sollte man auch nicht eine Vorhersage treffen. Yeah, because there's certain things in life that we have to do it. There's no such thing as after forecasting, you don't have to do it. Und es gibt einfach Sachen, die man machen muss und die man auch macht, und
wenn man dann ein I Ging wirft, dann ist es einfach nicht gut. Dann tut man es nicht. So see things through I Ching. So view from the Yin Yang 5-element viewpoint. Man sieht die Dinge durchs I Ging aus der Perspektive der 5 Elemente, also von Yin und Yang. And then plus the circumstances of nature. Natürlich dann auch die Natur wird mit einbezogen. And of course, lastly, we'll make logical decision. Und man trifft logische Entscheidungen. So, for me, to excel in I Ching, first you need to have passion, talent, not compulsory, it can be acquired. Another thing is not starving. That means you're not necessary to be rich, but you need to have at least food on the table, and then abundance of time to think about it, to ponder. Also um das I Ching zu lernen oder um mit dem I Ching gut umgehen zu können, sollte man auf jeden Fall eine ganze Menge Leidenschaft dafür mitbringen, Talent, aber das kann man sich durch Lernen aneignen und nicht danach gieren. Also man sollte das schon mit viel Zeit darüber nachdenken lernen oder lernen, darüber nachzudenken und sich damit beschäftigen zu können. Okay, so now after knowing I Ching, please take note of the following words, because coincidence. For me, it become your life have a lot of coincidence. Wenn man das I Ching jetzt kennengelernt hat, ist also der Zufall für ihn ein ganz wichtiges Wort. Danach hat man ganz, ganz viele Zufälle. So a lot of incidental coincidence will appear in the life. Und viele Zufälle werden oder die man selbst hervorbringt, werden einem im Leben entgegenkommen. Man wird sehr viele Zufälle erleben. Why so? Because every time when they make a prediction during your practice, you know that something is coming around this situation. And finally, when it happens, I know it's coming. So it's coincidence. Und wenn man jetzt also das I Ching macht und dann etwas kommen sieht und das trifft dann tatsächlich zu, dann sagt man, okay, das war also das, was ich da gesehen habe oder was ich ahne oder was ich weiß, dass es kommen wird. Dann erkennt man das. Yeah, so as you practice, your prediction can be more and more accurate. Und wenn man weiter damit arbeitet, werden auf diese Art und Weise die Vorhersagen immer eindeutiger, besser. Okay, so that ends my session. So I open the floor for question and answer. If you have any, just voice out your question. Gibt es jetzt noch Fragen dazu? Ich glaube, ich könnte hier noch mal darauf aufmerksam machen, dass ich vorher gerade mit K B Lim noch mal ausgemacht habe, dass wir noch eine zweite Session anhängen. Und zwar am 10. März um 17 Uhr werden wir noch mal einen Vortrag halten und noch mal ein bisschen tiefer auf das Thema eingehen. Was sagt ihr dazu? Just Peter announced you having another speech on the 10th of March at 5 p.m. like today, and so everybody who enjoyed today will have the possibility to listen to you again and learn more. Yeah, sure. So at the moment, do you have any questions? No, there are not. But I like to promote your class as well.
Was auch ganz toll ist, also dass wir am 28.03. und am 11.04., also das sind 2 Tage, zwar unterschiedliche Tage, weil man braucht immer ein bisschen Pause dazwischen, von 10 bis 17 Uhr auch den I Ching-Meister nicht nur das I Ching halt lernen kann mit K B Lim, also ihr könnt euch jederzeit auch anmelden bei mir, gell? Unter petra@feng-shui.de. Oh, so Soja have something to say? You had a raised hand. Ja, You can unmute and then you speak and then we try to answer your question. Hallo? Ja. Hört man mich? Ja. Ja. Ich Ja. habe 2 Fragen. Und zwar, welche Version des Buches empfehlenswert wäre, wenn man das jetzt doch mal sich kaufen möchte? So which book would you recommend if somebody really likes to read something? Okay. Oh yeah, I need to come to that. Okay. So well, in the market, all the books, if you buy a book that is about 1 cm thick, and that is probably only the commentary from Wen Emperor. Wenn man also ein Buch kauft, das maximal 1 Zentimeter, also hast du verstanden, okay. And normally if you buy a book that is about 2 cm or thicker, and that will include the 10 winds from Confucius as well. Bücher, die dann dicker als 2 Zentimeter sind, die haben dann auch noch die Kommentare vom Konfuzius mit dabei. Yeah. So to me, just find any book in German that is at least 2 cm thick and you try to read it. Also er schlägt jetzt keinen Autoren vor, sondern eher eine Maßangabe. Man sollte sich ein Buch, also wenn man ein Buch haben möchte, sollte man sich ein Buch suchen, das dicker als 2 Zentimeter ist. And to me, you may not understand what he's trying to say, but just flip and see what is inside. And then, well, you probably have to come to my class to understand or discover what the book trying to tell you. Man sollte da, so seiner Meinung nach, wird man da nicht sehr viel verstehen von dem Buch. Und als Alter einfach mal durchblättern und ab und zu mal lesen und dann natürlich in seinen Kurs kommen und dann bringt er einem bei, dass man die Texte auch nachvollziehen kann oder verstehen kann. Because I read the book for 25 years without understanding, trying to understand, but I couldn't understand until 2006. Weil bis er dann diesen Kurs gefunden hat, hat er diese Bücher mehrere Male gelesen und immer wieder versucht zu verstehen, aber er hat dem nichts abgewinnen können. Er musste selber erst einen Kurs besuchen, um das zu verstehen. So, well, you need to first read without understanding, and then coming to my class, then you will be able to understand. Otherwise, you reading my class, after attending my class, you still have to go back to read one more time. But that will put you in the disadvantage because you could not ask the question during the class. Also ist es schon eine gute Idee, die vorher zu lesen, auch oder sich mal damit zu beschäftigen, denn dann hat man Fragen, die man in seinem Unterricht stellen kann. Denn wenn man in seinem Unterricht war und es nicht gelesen hat, muss man das ja sowieso noch mal lesen. Also insofern ist es auch eine ganz gute Vorbereitung. So to me, I would advise those who are interested to take up the class or to know about this language to at least get a book in your language, any language, and then just flip and try to read it. It's dry, I know. When I initially reading it, I couldn't finish one page. I fall asleep already. Also er würde schon empfehlen, jedem, der Interesse hat daran, das zu lernen, dass man ein Buch kauft, sich damit beschäftigt und das mal durchliest. Wahrscheinlich wird man nichts verstehen und so wie er schon bei der ersten Seite einschlafen, aber es ist eine ganz gute Vorbereitung. Yeah. So as I believe some of you here are from Spain or reading Spanish, then you can get the book in Spanish as well.
Natürlich kann man das Buch auch auf Spanisch kaufen, mit Sicherheit. Okay. Any more question? Does that answer you, Soja? I think Yes, yes. Klappt das? I hope I hope to find. Yeah. Da kam gerade ein Kommentar, irgendjemand hat was auf Deutsch gefunden. Eranos, irgendwas habe ich gerade gesehen. Normally, if you see a lot of explanation on each hexagram, it is already inclusive, including the commentary from Confucius, more or less. Und wenn man dann sieht, wenn man das Buch aufschlägt, dass diese Hexagramme schon alle ganz, ganz arg oder mit viel Erklärung versehen sind, dann sind das eben die Erklärungen von dem Feng oder auch natürlich auch die Kommentare vom Konfuzius. And also you may also want to try the ways that is mentioned in the book, how to cast a prediction. Und dann kann man auch aus den Büchern entnehmen, wie man eine Vorhersage macht. And of course, in my class, I will show you many other ways how to make a prediction, not only with the 3 ancient coins. Und in seinem Unterricht vermittelt er auch die anderen Möglichkeiten, eine Vorhersage zu treffen und nicht nur mit diesen 3 alten Münzen oder antiken Münzen. Yep. So, any more questions? Gibt's da, nee, also Petra? Nee, ich habe auch auf Facebook geguckt, auch keine Frage. Ich glaube, die sind alle müde, aber es war ein wunderschöner Vortrag. Also ich fand es sehr, sehr interessant, auch mal auf einer unterschiedlichen Basis, finde ich sehr, sehr toll. Und bis jetzt, nee, keiner hat mir eine Frage. Ich denke mir, dann würde ich sagen, ja, können wir Feierabend machen, oder? So no more questions. So Petra was fascinated by the speech, learning new things and have a different perspective. So looking forward to the class. Yeah, so Okay. we So- see each other, I think, on 10th of March at 5 p.m. live on Facebook and as well by Zoom. And I hope so. If you're interested, please come to the class with K B Lim. I think it's a very interesting class. And I think it's an opportunity. It's really opportunities that you know what to do in your future and you can handle your future. So that's great. So, K B Lim, thank you so much. I think Good. now we can have a break. We can make a beer. We can smoke a cigarette, whatever. We can go My home. pleasure. No question. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. It's so wonderful to meet you, and I'm so happy because Grandmaster Yap Ching Hai and you sit together in a class, so he knows really the I Ching. Okay. Yeah, I think some of the message was written that by Richard Rams and all that. Yeah, those are good I Ching book that you all can get. There is, to me, as long as each of the book have all the 64 hexagram explanation inside, is good enough. That's anyway, to me, all of them more or less the same. So it doesn't go far. Even when I see your book, I don't understand, but by looking at the symbol, I'll be able to tell you your answer is there. Just read it in your language. Also die Namen, die er da wohl gesehen hat, eben im Chat, findet er schon gut, also die Autorin oder was er da gesehen hat. Aber Hauptsache, dass die Bücher, die sich jeder aussucht, dass darin die 64 Hexagramme, dass die beschrieben sind, dass man damit sich beschäftigen kann. Das ist schon okay und da hat man schon mal einen sehr guten Vorsprung und das findet er gut. Well, I'm trying to understand one of the
at 1:33, okay, my time is 01:33. Your time is, I think, 5:33. Yes. There's someone from Nikki. Wow. Yes, she What's asked, his name? Caroline, ich sag's mal auf Deutsch, gell? Do you know graphical interpretation of the 8 elements? It's doch in English, gell? Sky, 3 horizons. Okay. I don't know. Okay. Yeah. I mean, it's talking about the graph part of it, is it? The picture, the pictogram. Is that right? Yeah, the pictograms with the yin and yang signs. For example, sky has the 3 yang lines. Yeah, and, yes, and precisely. I just to be able to remember what it means, I tried to think of something in the nature, like the sky looks like 3 horizons. The sky. Yes. Something like that, because do you know as I mentioned, something like that? Yeah, I Ching is all how should I say? It's all pictures. It's all symbols. So if you really take a look at the children, when you ask them to draw a sky, most of them will draw one line, like a curve, one line curve. So when the I Ching, when the ancestor started this, oh, the sky with one line, okay, I make it like a very deep or very big how should I say, space. So I make 3 lines. So that's how it comes about. So that's why we need to understand how it is being represented and how it can also be used like other things. Like the kan gua, if you see in the north sign, as in my slide before, it is like it's supposed to simulate water. So it's actually a Chinese word of water, but if you take a look closely, it can be a car in the present world as well, because 2, I would say 4 wheels by the top and bottom, or depending by the side, and the body at the center. So we have to think in that sense. So in terms of that, it's symbol based, not explanation or word based. So I hope that will answer part of your question. I couldn't answer this. Probably I have to answer it in 3 days, more or less. Hat jetzt alle noch mal ein bisschen die Symbolsprache vom I Ging dargestellt, wie jetzt das Zeichen für Himmel, das besteht ja also aus drei Yang-Linien, und da ist es einfach so, wenn jetzt ein Kind einen Himmel zeichnet, das macht dann einfach eine Linie oder einen Strich, und das ist dann der Himmel für ihn. Und so ist dann halt auch dieses Himmelzeichen entstanden, und das ist dann hat eine gewisse Symbolkraft. Oder auch wie beispielsweise das oder Trigramm für den Norden, das ist Kan, das sieht dann eigentlich aus, man könnte es in der modernen Welt als Auto interpretieren, und da hat man wieder die Symbolkraft, die man dann später irgendwie interpretieren muss oder für seinen Kontext auslegen muss. Okay. Probably roughly what I've spoken, no? The next question for the next session. Because my guest is coming, so I think you need to close. Okay. And thank you so much. I'm very, very happy with you. And you all guys have a wonderful time. Now it's time to say goodbye and to see you soon. I'm so happy we get in touch. And yes, goodbye. Well, goodbye, Pablos. Goodbye to España. Goodbye. Okay, ciao. Ciao. Yeah.